Sandrine, hoi. Hallo David, wow, merci vielmals, dass du so schon alles angerichtet hast für das Festtagsgericht. Ich freue mich extrem. Gern. Kannst du mir verraten, was ein Rezept zu einem Festtagsgericht macht? Ja, sehr subjektive Frage oder beziehungsweise zum Antworten, weil ich glaube, für jeden ist das ein bisschen etwas anderes. Ich habe gerade gesehen, ich habe da noch eine Kerze vergessen zum Anzünden. Das darf ja überhaupt nicht sein. Für die einen gehört zwingend Fleisch dazu, für die anderen darf es vegetarisch sein, die anderen erwarten das Dreigang-Menü festlich. Ich glaube, die Deko spielt eine Rolle, das Familiäre, die Freunde, wer dabei ist. Ich glaube, es ist so ein Gesamtpaket. Würdest du sagen, Klassiker sind immer wieder auch Teil von deinem Angebot oder machst du nur noch neues Zeug? Nein, ich bin ein absoluter Fan von Klassikern. Vielmal sind ja Klassiker einfach auch die beliebtesten Sachen, weil sie halt einfach beliebt sind. Und ich finde immer, wenn man neue Sachen ausprobiert, ist das super. Wenn aber alle am Schluss sagen, ja, eigentlich das Klassische ist mir lieber, das andere ist spannend gewesen, dann finde ich, dann macht man lieber den Klassiker, wo alle gerne haben oder wo man selber auch viel lieber hat, als man probiert irgendetwas extravagantes aus, wo die Leute vielleicht spannend finden. David, was zauberst du uns da gut sind? Da habe ich feine Involtinis vorbereitet, gefüllt mit Gruyère, mit Ricotta, mit einer Trüffelpaste, mit Olivenöl. Also wirklich etwas sehr, sehr Feines. Dazu gibt es nachher ein feines Safran-Risotto. Zu welchem Aroma passt deiner Meinung nach der Le Gruyère am besten? Ich glaube, ich würde sagen Lauch. Lauch-Gruyère ist so ein bisschen mein Lieblingspairing. Vielleicht sogar auch mit Trüffel, aber die bescheidene Antwort ist sicher der Lauch. Und was würdest du sagen, was muss man beachten, um die Geschmacksharmonie von einem Gericht zu wahren? Da ist sicher ganz wichtig, dass das Pairing passt, also Sachen kombinieren, die funktionieren, die fein ist. Da kann man auch mal ein bisschen ausprobieren, man kann sich auch einlesen. Wenn man ein bisschen regelmäßig kocht und ein bisschen kreativ ist, merkt man auch, was vielleicht könnte passen. Schwierig ist es nur, wenn wirklich Sachen gar nicht funktionieren miteinander und man macht eine Kombination, die gar nicht passt. Aber dann, spätestens nach dem ersten Mal, hat man es gemerkt und wird es beim zweiten Mal nicht mehr kombinieren. Und am Schluss, Geschmack ist auch individuell. Wo holst du deine Inspirationen? Es ist jetzt nicht wie ein Maler oder so, dass ich in der Natur sitze und irgendwie 2 Stunden Natur geniesse und dann weiss ich, was ich irgendwie am nächsten Tag oder in der nächsten Woche im Menü drin habe. Aber es ist natürlich vielmal auch ja, zum einen natürlich so ein bisschen Erfahrung, Sachen, die man ausprobiert hat, oder vielmal auch Sachen, was man bei anderen Köchen gesehen hat. Ich bin ja nicht in der Gourmet-Szene unterwegs, ich mache viel mehr Erlebnisgastronomie mit den Gästen zusammen. Und dann, dann ist man immer offen und am Schauen, was passt da und tut das wieder interpretieren. Und ein Abschauen, also ist das auch nicht. Und die Klassiker kommen immer wieder ins Spiel, nehme ich an. Klassiker kommen immer wieder ins Spiel. Welche Rolle spielt eigentlich der Le Gruyère AOP in diesem Rezept? Er spielt gerade in zweifacher Hinsicht eine Rolle. Zum einen, ich liebe Risotto zu machen. Ich mache auch doch einen recht guten Risotto, behaupte ich. Und da mache ich ihn meistens mit Gruyère. Und in dieser Füllung habe ich auch Gruyère drin mit dem Trüffel, der super harmoniert. Dazu hat es noch Ricotta drin, Olivenöl, also alles Top-Zutaten. Und das gibt ein wunderbares Gericht. Ich würde sagen, lass uns anfangen. Ich kann es kaum erwarten, die Involtini zu probieren. Ich wünsche dir einen guten und hoffentlich schmeckt es. Ich dir auch. Merci vielmals. Danke.